Hallo zusammen! Ich möchte euch heute einen Trick beim Verkleben von Leder mit Futter und Leder mit Leder und Leder mit Verstärkung zeigen. Und zwar am Beispiel von der Klappe von der Saddleback. Die kleben wir jetzt einmal zusammen von Anfang bis Ende. Und dann lernt ihr auf jeden Fall ein, zwei Tricks, die das Kleben in Zukunft deutlich leichter machen. Was ihr jetzt braucht, für die Saddleback-Klappe zu verkleben, ist einmal die zwei Lederstücke, also das Vorderteil und das Einfassteil, und dann einmal ein Futterteil und ein Verstärkungsteil und noch ein paar Hilfsmittel. Kleber und Pinsel brauche ich wahrscheinlich nicht zu erklären. Und dann noch 3 Nadeln und unser absolutes Lieblingshilfsmittel, Klarsichtfolie, also so eine Klarsichthülle. Die könnt ihr einfach zum Beispiel auseinanderschneiden, dann habt ihr direkt 2 Stück und damit könnt ihr gleich dann richtig gut Stück für Stück arbeiten. Ich zeige euch jetzt wie. Als erstes bekleben wir jetzt einmal die Innenseite von der vorderen Klappe mit Kleber und kleben da die Verstärkung auf. Das geht einmal ganz normal innerhalb der Nahtlöcher, so wie man es vom Kleben kennt. Also hier sind die Nahtlöcher. Und hier kleben wir jetzt einmal die Verstärkung auf, Kleber auf beide Seiten auftragen. Ich mache das jetzt einmal schnell und dann bin ich gleich wieder da. So, ich habe jetzt beide Seiten, also die Innenseite vom Leder und eine Seite von der Verstärkung mit Kleber eingestrichen. Und jetzt positioniere ich einmal die Verstärkung innerhalb der Nahtlöcher da auf dem Leder. Und schaue natürlich, dass die Nahtlöcher frei bleiben. Die habe ich auch beim Kleben freigelassen, sodass man dann leichter nähen kann und nicht mit der Nadel sich durch die Kleberschicht drücken muss. Und das passt. Und jetzt wird als nächstes das Futter aufgeklebt. Beim Futter ist es so, dass man Kleber nur auf eine Stelle aufträgt, also nicht auf das Futter. Das ist ganz wichtig, sonst drückt sich das Futter durch. Das bedeutet, Kleber kommt jetzt nur hier auf die Klappe und dann, also auf das Verstärkungsteil von der Klappe, und dann wird das Futter positioniert. Und, das kann ich jetzt schon mal zeigen, das Futter wird gleich nicht genau auf der Verstärkung positioniert, sondern so ein kleines Stück nach oben, so dass wir die erste Nahtlinie hier, ich zeige das mal von vorne, da sieht man die Löcher besser, also diese erste Nahtlinie hier überlappen mit dem Futter. Also das Futter endet sozusagen hier ungefähr in der Mitte. Das sind 8 mm, die das so nach vorne, nach oben geschoben wird. Und das machen wir jetzt auch einmal im Schnelldurchlauf. So, ich habe einmal alles mit Kleber eingestrichen und ich schaue, dass hier so eine dünne weiße Kleberschicht sichtbar ist, denn eigentlich ist es ja ein Kontaktkleber. Das heißt, der Kleber entfaltet die beste Klebekraft, wenn 2 Stellen miteinander in Kontakt kommen, und man würde auch den Kleber auf beide zu verklebende Seiten auftragen. Beim Futter ist es ein bisschen anders, weil wir wollen natürlich nicht, dass der Kleber durchs Futter durchdrückt. Das heißt, wir können kein Kleber auf das Futter auftragen und müssen deswegen ein bisschen mehr Kleber auf die eine Seite, wo wir den Kleber auftragen, hinpacken. Jetzt schaue ich hier nochmal, ob ich irgendwelche Krümel habe und nehme mir gegebenenfalls die Nadel zu Hilfe, um die Krümel hier wegzumachen. Denn wir wollen nicht, dass sich die nach vorne durchdrücken. Also die mache ich mir jetzt hier weg. So, und jetzt positioniere ich das Futter. Und zwar mit ungefähr 8 mm Versatz nach oben. Das mache ich jetzt so ungefähr per Augenmaß. Das sieht ganz gut aus. Hier oben sieht man jetzt, dass das ein bisschen überlappt über die Verstärkung und über die erste innere Nahtreihe. Jetzt streiche ich das Futter so ein bisschen glatt, aber ich drücke noch nicht richtig fest drauf, weil ich, wie gesagt, nicht will, dass sich der Kleber durchdrückt, sondern so ganz vorsichtig drüber streichen und dann
wenn ich merke, dass der Kleber so ein bisschen anzieht und so ein bisschen sich mit dem Futter verbindet, dann kann ich auch ein bisschen mehr Druck ausüben. Hier ist jetzt auch zum Beispiel die Luftfeuchtigkeit sehr hoch. Das heißt, der Kleber zieht natürlich auch schnell an. Je nachdem, ob eure Umgebung vielleicht ein bisschen kühler ist oder je nachdem, wo ihr seid, kann das auch ein bisschen länger dauern. Aber ich merke das jetzt hier schon beim Anfassen. Ihr könnt dann so eure Hand mal drauflegen, dass das eigentlich nicht mehr sich irgendwie durchdrückt. Ich würde jetzt trotzdem noch nicht sofort hämmern, eher noch ein bisschen warten. Aber ich merke, dass das Futter eben sich schon gut mit diesem Teil verbindet. Und jetzt kleben wir den inneren Einfassstreifen auf. Vorher wird einmal der Magnet da noch eingearbeitet, sage ich mal. Und zwar hier einmal von vorn durchstecken durch die Schlitze. Das ist jetzt die dünnere Scheibe vom Magnet. Dann von hinten das Plättchen drauf und ich biege das immer mit meinen 2 Daumen nach außen. Das geht eigentlich am leichtesten, da habe ich die meiste Kraft. Die Flügel nach außen biegen. Sogar ein bisschen überbiegen, weil wenn man denkt, man überbiegt sie, dann sind sie eigentlich ziemlich genau gerade. So, und so sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Von vorne sieht es dann so aus. Kann man hier schön sehen. Und jetzt wird dieses Teil hier aufgeklebt. Und hier, jetzt ganz wichtig, wir haben 2 große Ziele. Erstens wollen wir, dass alles passt, also dass alle Nahtlöcher aufeinander passen. Da nehmen wir uns gleich ein paar Nadeln zum Positionieren zur Hilfe. Und zweitens wollen wir, dass wir keinen Kleber auf das schöne Futter bekommen, sondern dass das natürlich alles sauber aussieht. Und da ist mein allergrößter Tipp, wirklich in Ruhe arbeiten, nicht hetzen, langsam Stück für Stück arbeiten. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Als erstes müssen wir, auch hier wollen wir ja, dass wirklich alles gut klebt und wir haben einen Kontaktkleber. Das heißt, wir müssen den Kleber auf beide zu verklebende Seiten auftragen. In dem Fall dürfen wir den Kleber aufs Futter auftragen, weil da kommt ja gleich das Leder drüber. Das sieht man dann natürlich nicht mehr. Da kann sich der Kleber ruhig durchdrücken, das macht nichts. Und das mache ich jetzt einmal hier rundrum. Also hier einmal rundrum und dann auch einmal hier oben zwischen den beiden Nahtlöchern. Also ich zeige es mal hier als Äquivalent, dass man sich das besser vorstellen kann. Hier diese Strecke. Genau, und da machen wir jetzt einmal den Kleber drauf. Natürlich darf der Kleber hier rundrum nur so weit ins Futter reinragen, wie hier auch das Leder drüber kommen würde. Also man kann sich das einfach mal kurz drauflegen, um sich das besser vorstellen zu können. Ich würde das jetzt nicht mit einem Stift oder so markieren, aber man sieht hier bis hier ungefähr. Man muss es auch gar nicht so weit machen. Man könnte auch nur bis 1-2 mm weiter rein. Das seht ihr gleich, dass das auch nach Augenmaß ziemlich gut funktioniert. Das mache ich jetzt einmal und dann sind wir gleich wieder da. So, also wie ihr gesehen habt, habe ich jetzt sowohl auf der Vorderseite der Klappe einmal rundrum den Kleber aufgetragen, also hier einmal ungefähr so 5 bis 8 mm Abstand hier rundrum, unten natürlich auch auf die Verstärkung und so ein kleines bisschen noch aufs Futter und dann auch einmal hier oben sozusagen in dem Zwischenraum zwischen den 2 Nahtreihen und das gleiche habe ich einmal hier beim Einfassstreifen gemacht. Also hier, und zwar immer von außen nach innen, dass ich eben nicht den Kleber hier an die Innenkante klebe sozusagen und auftrage. Und ich versuche immer die Nahtlöcher freizulassen, sodass wir später besser nähen können. Das habe ich hier jetzt einmal rundherum gemacht. Ich habe auch hier gut Kleber aufgetragen auf den Magnet, auf das Metallplättchen, einfach drüber. Und auch hier von innen nach außen, schön bis zum Rand. Und was ich jetzt noch mache, ist zwar eine Kleinigkeit, aber das ist trotzdem empfehlenswert. Hier an dieser Oberkante minimal, so 2 mm ungefähr Kleber auftragen. Ich versuche, die Nahtlöcher freizulassen. Wenn ich da ein bisschen drüber komme, dann geht die Welt davon auch nicht unter. Man kann das trotzdem noch nähen. Es ist ein bisschen schwerfälliger, aber jetzt auch kein Drama. Und ich möchte hier so 2-3 mm Kleber noch auftragen. Das heißt, ich tauche auch nur die Pinselspitze hier jetzt in den Kleber rein und streiche dann von innen nach außen oder tupfe sogar fast nur. Ich komme hier jetzt ein bisschen über die Löcher drüber, aber es ist auch
wie gesagt, nicht schlimm. So, und jetzt habe ich überall Kleber aufgetragen. Der ist hier jetzt schon wieder ein bisschen eingezogen. Auch das ist nicht schlimm, denn es ist ja ein Kontaktkleber und der klebt richtig gut, wenn man beide Seiten mit Kleber eingestrichen hat. Nur bei dem Verkleben von Futter, wo man eben nicht beide Seiten mit Kleber einstreichen kann, da wäre es wirklich wichtig, dass man schon ordentlich Kleber auf einer Seite hat. Zwar nicht irgendwelche Stellen, wo dann zu viel Ansammlung ist, aber so eine dünne, gleichmäßig weiße Schicht überall, die kann schon sichtbar sein. Aber hier ist es jetzt gar nicht schlimm, wenn der Kleber schon abgelüftet ist, so nennt man das. Also wenn ihr jetzt hier mit dem Finger drauf geht, es klebt schon ein bisschen. Die Oberseite meiner Finger klebt auch mittlerweile, aber hier, es klebt schon ein bisschen und hier auch, aber jetzt nicht so extrem. Aber wenn wir jetzt gleich die 2 Stellen zusammenkleben, dann klebt es wirklich bombenfest. Und deswegen ist es jetzt beim Positionieren richtig wichtig, dass wir einmal Stück für Stück arbeiten, weil wenn es dann einmal zusammenklebt, dann ist es wirklich schwer, das nochmal zu trennen. Wenn man es dann nochmal auseinanderziehen will, würde man diesen Lederstreifen hier dehnen und dann würde alles nicht mehr so richtig aufeinander passen. Deswegen kommt hier jetzt mein ultimativer Tipp, um Stück für Stück zu arbeiten. Und zwar hier einmal mit der Klarsichtfolie zu arbeiten. Und zwar legen wir die hier so drüber, dass wir nur so ein kleines Stück vom Leder frei haben. Das heißt, klar, die klebt jetzt hier so ein bisschen dran, aber auch nicht viel, weil der Kleber ja auch schon ein bisschen abgelüftet ist. Und die Klarsichtfolie trennt jetzt diese 2 Schichten, so dass wir, wenn wir das jetzt hier drauflegen, eben nicht diese Seite verkleben, sondern nur diese Seite. Und da nehme ich mir jetzt den Kleber zur Hilfe, den Pinsel nochmal zur Hilfe, kann hier nochmal so drüber gehen, wenn ich das Gefühl habe, dass es arg angetrocknet ist schon. Das mache ich jetzt mal so ein kleines bisschen. Könnt ihr auch so ein bisschen nach Gefühl machen. Das wird euch nicht trügen. Das könnt ihr jetzt mit der Nadel hier positionieren. Einmal hier in das Eck. Zum Beispiel ist das jetzt eine markante Stelle für mich, weil sich da eben so 3 Nahtlinien treffen. Und dann hier natürlich durch das Pendant in dem Leder. Und dann nehme ich die Nadel hier zur Positionierung, sodass ich diese Ecke schon mal richtig schön positionieren kann. So, und dann nehme ich das auch einmal so in die Hand. Vielleicht kann man das jetzt hier von oben ganz gut sehen. Ich gehe mit dem Zeigefinger so drüber über die Kante und vermittle das sozusagen, dass sich die Kanten eben bündig aufeinander legen. Und das mache ich hier jetzt so Stück für Stück. Wie gesagt, versuchen, das Leder nicht zu dehnen, sowohl das Außenleder nicht, als auch vor allem den Innenstreifen nicht. Und dann hier Stück für Stück mit dem Finger so ein bisschen da drüber streichen und dann immer ein Stück nach dem anderen voranarbeiten. So. Und um zu gucken, ob das alles passt, nehme ich mir jetzt nochmal eine zweite Nadel und gehe hier in eine, ja, hier gibt es jetzt nicht so eine richtig markante Stelle, aber ich würde sagen, diese Stelle hier, dieses Loch, ich versuche jetzt sozusagen das Pendant dazu auf der Rückseite zu treffen. Und für mich sieht das ehrlich gesagt sehr, ich kann es mal so hinhalten, für mich sieht das sehr gut aus. Also nicht so, als hätte ich irgendwo was gezogen oder gedehnt, dass wir irgendwie einen Versatz drin haben, weil dann ist es natürlich auch später viel leichter zum Nähen, wenn diese Löcher übereinander passen. So, das heißt, diese Stelle passt für mich. Das drücke ich jetzt ein bisschen fest und dann geht es weiter Stück für Stück. Ich kann jetzt die Klarsichtfolie einfach nehmen und entweder ein Stück ziehen, zum Beispiel so ein bisschen drehen, dass ich mich jetzt da unten an dieses Stück mache, dass ich mich hier orientiere. Und hier kann ich dann zum Beispiel die Nadel nehmen, die jetzt genau hier im mittleren Loch wäre. Das sehe ich ja ziemlich gut vom Magnet. Und steche mir die durch zur Orientierung und vermittle dann auch diese Strecke hier wieder. Gehe einmal so mit dem Daumen oder mit dem Zeigefinger entlang und schaue, dass die Kanten schön bündig sind. Das macht es dann später auch in der Kantenbearbeitung viel leichter, weil wenn alles eine Kante ist sozusagen und ihr mit dem Basecoat und der Kantenfarbe nichts mehr ausgleichen müsst, dann geht es natürlich viel einfacher und ihr braucht nicht so viele Schichten. Und dann gehe ich hier jetzt weiter rundherum. Hier hat man es gerade schon gesehen, das hat jetzt schon ein bisschen so festgeklebt, weil da war natürlich keine Klarsichtfolie. Das heißt, das muss ich jetzt nochmal abziehen und dann hier mit meinem Daumen richtig schön um die Ecke. So. Und auch ein Trick, das hat man vielleicht auch vorher beim Kleben schon gesehen,
dreht ruhig das zu bearbeitende Lederstück so, dass ihr einfach komfortabel arbeiten könnt. Also das muss nicht starr irgendwo liegen bleiben, sondern eben so, wie es für euch jetzt am besten ist zu arbeiten. Und für mich ist es jetzt eben so, dass ich das zu mir drehe. Jetzt hier nochmal durch diese andere Ecke auf der anderen Seite sozusagen gehe und jetzt hier wieder die Strecke vermittle. Also ich glaube, man hat das Prinzip verstanden. Immer Stück für Stück arbeiten, die Klarsichtfolie nehmen zum Trennen der verschiedenen Schichten, dann immer wieder Nadeln zwischen reinstecken zum Überprüfen, ob alles passt und dann Stück für Stück festdrücken, mit den Fingern am Rand nochmal so entlangfahren, um zu gucken, dass die Kanten schön bündig sind und dann hat man eine geklebte Klappe. Oder das kann man natürlich genauso bei ganz vielen anderen Lederteilen verwenden, diese Technik, also das mit der Klarsichtfolie, mit den Nadeln zum Positionieren. Das seht ihr auch in unseren Anleitungen, zum Beispiel immer mal wieder an verschiedenen Stellen. Und das sind einfach wirklich hilfreiche Tricks, um Stück für Stück zu arbeiten, sich nicht zu viel Stress zu machen beim Kleben selbst und dann eben das Ganze mit Ruhe und schöner Präzision hinzubekommen. So, und so sieht das Ganze dann aus. Ziemlich sauber. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, hier abschließend bei der Klappe, ist, dass wir einmal den Magnet noch mal richtig festkleben. Also wir haben hier auf dieser Seite, auf der Innenseite vom Leder und auch auf dem Metall den Kleber schon aufgetragen. Aber, ich habe es vorhin gesagt, Kontaktkleber. Der Kleber braucht natürlich noch eine andere Seite, die auch mit Kleber, der Kleber braucht eine andere Seite, die auch mit Kleber bestrichen ist, dass der Kontakt richtig zustande kommt. Das bedeutet, um zu wissen, wo ich jetzt genau den Kleber hinmache, trage ich mir da noch mal ein bisschen mehr Kleber auf, drückt es einmal so runter, dann drückt sich der Kleber aufs Futter ab. Man sieht es jetzt vielleicht in der Kamera nicht ganz so gut, aber hier sind so kleine Schatten, wo sich der Kleber abgedrückt hat. Und da gehe ich dann jetzt noch mal nach und streiche den Kleber. Das ist wie so meine Schablone, ehrlich gesagt, um zu sehen, wo der Kleber hin soll und wo er eben nicht hin soll, weil wir wollen natürlich nicht, dass das darüber hinaus quillt. Also auch hier wieder von innen nach außen arbeiten. So. Da mache ich noch mal ein bisschen drauf. Und jetzt muss das ungefähr 5 Minuten ablüften, dass es wirklich so greiftrocken ist, nennt man es, oder berührungstrocken ist. Und dann kann das mit richtig viel schön Druck da drauf gedrückt werden. Ich mache das jetzt schon mal, dass ihr seht, wie das aussehen würde. Aber eigentlich würde man, wie gesagt, 5 Minuten warten. Und dann kann man nochmal die Rückseite vom Pinsel nehmen und das nochmal so ein bisschen hämmern. Wichtig ist natürlich, dass man hier nicht zu crazy viel Kleber aufgetragen hat, dass es nicht an den Seiten rausquillt, sondern einfach Kleber auf beide Seiten, dafür aber dosiert. Und dann sollte das alles passen. So, und das ist die fertige Klappe. Ich hoffe, euch hat es geholfen, die Tipps zum Kleben, Stück für Stück arbeiten, Nadeln zum Positionieren helfen und so weiter. Wie gesagt, ihr könnt es auf viele andere Lederteile, die ihr kleben müsst, anwenden. Und für mehr Tipps könnt ihr immer wieder reinschauen.